Hi, ich bin Patrick von Mount 7 und ich nehme euch heute mit auf die Waterline mit dem neuen Orbea Rise Aluminium. Wir haben in unserem vergangenen YouTube-Video ja schon darüber gesprochen, was das Orbea Rise auf dem Papier kann. Heute gilt es herauszufinden, wie sich das Bike in der Wirklichkeit schlägt. Wie ihr gerade selbst gesehen habt, ist das Orbea Rise Aluminium im Uphill eine richtige Waffe. Das liegt zum einen natürlich am Motor, aber zum anderen auch daran, dass der Reach im Vergleich zu anderen Bikes eher kürzer ausfällt und deshalb mehr Kraft auf dem Vorderrad ist. Ein weiterer Grund, warum das Orbea Rise Aluminium im Uphill überzeugen kann, ist ohne Frage der Hinterbau. Der Hinterbau arbeitet mit einem Fox DPS-Dämpfer, den man in 3 Positionen einstellen kann. Unter anderem eben auch die komplette Lockout-Funktion. Somit kann der Hinterbau im Uphill komplett steif werden. Was sich abschließend noch zur Uphill-Performance sagen lässt, ist auf jeden Fall der Motor. Der Shimano LP8 RS überzeugt wirklich durch eine wahnsinnig schöne Kombination von Fahrer und Kraft aus dem Motor. Ich bin jetzt schon sehr viele E-Bikes gefahren in den letzten paar Jahren und man muss wirklich sagen, dass dieser Motor besonders raussticht, einfach durch die Kombination von Fahrer und Motor. Man hat wirklich immer eine sehr, sehr natürliche Unterstützung und das Ganze fühlt sich einfach sehr, sehr gut an. Ich fahre jetzt noch weiter auf den Rosskopf und wir sehen uns dann gleich wieder. Im Downhill hat das Orbea Rise Aluminium auf jeden Fall deutlich mehr Reserven, als es zuerst aussieht. Die 140 mm arbeiten sehr effektiv, das heißt, man hat wirklich die ganze Zeit das Gefühl, dass man deutlich mehr Federweg zur Verfügung hat. Auf dem Trail fühlt sich das Fahrrad sehr vertraut an, das heißt, man hat wirklich sehr früh ein sehr großes Vertrauen in das gesamte Paket. Und es ist auch so, dass das Rad sehr satt im Trail liegt. Das Rad ist auch sehr agil geworden, dadurch, dass das Rad nicht so mega lang ist, sondern eher ziemlich moderate Geometrie hat im Vergleich zu anderen Rädern. Und natürlich auch bei einem Light E-Mountainbike das Gewicht von nur rund 20 Kilo bringt die Performance halt auch nochmal voran.